Hallo liebe Freunde, hier ist wieder der Rummel von Rummel Grill TV. Heute gibt es klassisches Nackensteak mit geschmorten Zwiebeln und, kennt es aus der Kindheit, ein schönes Röstbrot. Und das Nackensteak bearbeiten wir auf eine besondere Art. Wir werden es steakern. Und wie das funktioniert und was wir dazu brauchen, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Oh, let's get ready to rumble! Nackensteaks, Brot, Tomate, Knoblauch, Thymian, Salz, Senf, Olivenöl, Barbecue-Soße, Pfeffer, eine Zwiebel und ein Schluck Bier. Ich habe hier zwei wunderschöne Nackensteaks. Schön durchwachsen, schönes intermuskuläres Fett. Und das werden wir heute steakern mit so einem Steaker. Ja, sind viele, viele Nadeln drin. Und mit diesen Nadeln zerstöre ich die Kollagenstruktur. Jetzt sehe ich bei einem schon Fragezeichen hochgehen. Das habe ich mir abgeguckt in der Metzgerei. Die Fleischer haben sich überlegt, ich habe im Fleisch viel Wasser. Bis zu 75% Wasser ist drin. Und das sollte zum Großteil nach dem Grillen auch noch drin bleiben. So, und ich habe weiterhin im Fleisch auch Kollagen. Und das Kollagen, wenn das heiß wird, zieht sich das zusammen, ja, und presst das Wasser aus dem Fleisch. Und dann ärgert man sich oft, dass man aus so einem Steak nach dem Grillen dann so ein kleines Steak hat. Und schon geht die Meckerei los. Der Metzger hat mir Fleisch verkauft, wo zu viel Wasser drin ist, Massentierhaltung, bla bla bla. Aber im Fleisch ist nun mal 75% Wasser drin. Und wir versuchen, das drin zu behalten. Und wenn ich das Ganze jetzt steakere, das heißt die Kollagenstruktur kaputt mache, zieht sich das Fleisch nicht so zusammen. Ein weiterer Vorteil ist, durch die Löcher im Fleisch zieht die Marinade besser ein. Das heißt Salz, Aromaten und die Metzger haben sich natürlich auch was beigedacht. Marinade ist natürlich Gewicht, was mitverkauft wird. Ja? Und jetzt wird es gesteakert. Ein-, zweimal durch. Jetzt haben wir hier solche Löcher im Fleisch. Aber keine Angst, die sieht man nach dem Grillen überhaupt nicht. Ja? Das Fleisch bleibt einfach dadurch saftiger und auch ein bisschen zarter. Wichtig ist beim Steaker, dass die Nadeln, die müssen sehr, sehr sauber sein. Denn durch die Nadeln kann ich mir Keime ins Fleisch holen. Ja, also nicht das Ding einfach in die Grillkiste packen, sondern in den Geschirrspüler und richtig, richtig sauber machen. Das ist wichtig. Die Steaks ein bisschen ansalzen. Von beiden Seiten. Jetzt mache ich mir meine Marinade. Dafür ein bisschen Senf. Reiben uns den Knoblauch klein. Eine Zwiebel. Schneide ich mir die Ecken ab. Und jetzt, so schnell ist eine Zwiebel geschält. Jetzt hole ich mir in der Mitte den Kern raus. Weil aus dem Kern kriege ich keine schönen Zwiebelringe, aber die Kerne kann ich noch schön hier mit nutzen, indem ich mir auch die Zwiebel hier reinreibe. Warum reibe ich mir jetzt hier Zwiebeln und Knoblauch rein? Zwiebeln und Knoblauch sind Aromaten, die wasserlöslich sind. Also der Geschmack von Zwiebel und Knoblauch geht ins Fleisch. Ja? Wenn ich jetzt eine ölbasierte Marinade nutze, bleibt die auf dem Fleisch drauf. Die zieht gar nicht ein, weil im Fleisch habe ich viel Wasser und das Öl von der Marinade, das stößt sich ab, das zieht nicht ein. Aber eine wasserbasierte Marinade mit Zwiebel, Knoblauch und das alles schön fein gerieben, das bringt auch Aroma ins Fleisch. Und vor allen Dingen, wir haben es ja auch gesteakert. Gleich ein Stückchen Bier mit rein. Jetzt lässt man das natürlich am besten über Nacht marinieren. So viel Zeit haben wir nicht. Wir nehmen uns eine halbe Stunde Zeit. Die Marinierzeit ist fast um. Die restliche Zeit nutzen wir,
um uns ein bisschen Zwiebelgemüse zu machen für die Steaks. Die Zwiebel salze ich auch schon ein wenig an. Da ziehen die schon mal ein bisschen Wasser und werden schneller weich. Wir machen unseren Grill an. Der hat 4 Brenner, 1, 2, die mache ich erstmal an. Die lasse ich erstmal aus und bringe den erstmal hier richtig auf Temperatur. Und dann Wok, Sizzle Zone, also Außenbrenner, den wir jetzt auch nutzen können, um unser Gemüse drauf zu kochen. Schuss Olivenöl. Und die Zwiebeln. Die Marinierzeit ist um. Ich nehme die Steaks hier raus. Und jetzt hat die Marinade ihre Schuldigkeit getan. Also das heißt, bevor die auf den Grill kommt, tupfen wir die ab. Auch wenn ihr marinierte Steaks oder sowas kauft, macht die Marinade vorher ab. Weil die paar Minuten, wenn die Marinade auf dem Grill drauf ist, das bringt von der Marinadenintensität nichts mehr. Aber was passiert? Ich saue mir den Grill ein mit der ganzen Marinade. Deswegen tupfe ich die jetzt schön ab, damit die Steaks sauber auf den Grill kommen. Was ich noch mache, ich mache so ein paar Tropfen Öl drauf. Dann habe ich einen besseren Wärmefluss und ja, ich verhindere, dass mir die Steaks eigentlich anbrennen auf dem Grill. Also nicht anbrennen, ankleben. So, der Grill hat ca. 200 Grad. Und jetzt packen wir die Steaks einfach hier direkt auf die Flamme. Ja. Und man sieht, durchs Öl klebt nichts an. Ja? Jetzt kommt hier noch ein Schluck Bier rein zum Ablöschen. Ja? Ein bisschen Senf. Und eine Prise Pfeffer. Wer kennt das nicht als Kind? Röstbrot vom Grill. Die Seite vom Grill machen wir uns jetzt auf klein. Und da rösten wir unser Brot drauf. Ah, ja, das wird doch. Das Brot drehen wir auch. Und dazu. Unsere Steaks sind fertig. Lassen wir noch einen Moment auf den Grill ziehen. Das Röstbrot, das werden wir jetzt noch ein bisschen pimpen. Knoblauchzehe. Und, das habe ich in Spanien gelernt, ein bisschen mit einer Tomate. Tomate angeschnitten und auch noch mit drauf reiben. Jetzt zu unseren Steaks. Das ist doch mein Nackensteak. Ja, von der Größe hat sich nicht viel geändert. Und jetzt gucken wir mal, wie wir die am besten schneiden. Jetzt zum Anrichten unsere Zwiebeln. Und noch ein bisschen Barbecue-Soße dazu. Und natürlich ein bisschen was Grünes, noch ein paar frische Kräuter oben drauf, ein bisschen frischen gezupften Thymian. Und die Tomate findet sich auch wieder im Essen. Hier einen dazwischen, da einen dazwischen. Und da einen dazwischen.
Guten Appetit. Die Zwiebeln mit dem Bier und das Brot. Ein bisschen durch den Knoblauch, Tomate, so ein bisschen schön mediterranen Einschlag. Also wenn die meisten so auf ihren Grillpartys grillen würden, das Profane Nackensteak, würde ich auch öfter kommen.